Neben dem bekannten Aigo Spritzmarkierungsgerät, was ja mit einer wieder aufladbaren Batterie und einer elektrischen Pumpe funktioniert, haben wir zusätzlich noch einen Transfer Wheel Liner oder einen Rollmarkierungswagen im Programm. Und so ein bisschen zur Erklärung, welches Gerät zu welchem Verein passt. Wir treffen immer wieder auf Vereinsstrukturen, wo es keinen wirklichen Platzwart gibt. Da markiert mal der Trainer, mal ein Spieler, viele unterschiedliche Leute. Und genau in diesen Situationen sind elektrische Geräte teilweise nicht das Richtige, weil einfach die Verantwortung der Reinigung, eine Batterie wieder zu laden, nicht an 1 oder 2 Personen festgemacht wird, sondern es einfach zu viele unterschiedliche Leute sind und es dann bekanntermaßen zu Problemen kommt. Für genau diese Vereine können wir wirklich einen Rollmarkierungswagen empfehlen. Und da habe ich hier wirklich ein sehr, sehr schönes Gerät besorgt, was auch gar nicht so einfach war, ausfindig zu machen. Der Markt ist voll mit sehr, sehr preiswerten Rollmarkierungsgeräten, die aber ehrlich gesagt auch nicht so gut verarbeitet sind. In China produziert. Und hier haben wir wirklich ein Gerät, was innerhalb der EU produziert wurde. Und das würde ich gerne mal ein bisschen zeigen und erklären. Die Funktionsweise des Rollmarkierungswagens ist relativ einfach. Wir haben eine große Rolle, die läuft in der Farbe, eine sogenannte Übertragungsrolle und die Rolle, die die Farbe letztendlich auf den Boden aufstempelt. Und genau das ist auch der Grund, warum das für Vereine gut funktioniert, die keinen festen Platzwart haben. Ich habe nur außenliegende Teile, ich komme überall jederzeit ran mit einem harten Wasserstrahl, mit einer harten Bürste zum Reinigen. Das heißt, selbst im schlimmsten Fall, dass ein Spieler oder Trainer die Markierung vornimmt und stellt das Gerät hinterher in den Schuppen, ohne es zu reinigen, entsteht kein größerer Schaden, den ich nicht mit ein bisschen Fleiß und einer harten Bürste wieder beheben könnte. Die Übertragungsrolle ist schon relativ speziell. Da habe ich in den letzten Jahren viele verschiedene getestet. Wir haben getestet Gummibelege, die mit Rillen ausgestattet waren. Wir haben Belege getestet, die Farbe ähnlich wie ein Schwamm leicht aufnehmen und abgeben. Ich bin aber total überrascht, dass genau diese Konstruktion mit den Dimpeln die Farbe wirklich am besten von dem ersten Rad aufs zweite tatsächlich überträgt. Auch insgesamt ist das eine sehr, sehr schwere Übertragungsrolle, die auch wirklich immer gut anlegt und das dadurch dann auch garantiert, dass die Farbe gut mitgenommen wird. Insgesamt kann man über das Markierungsgerät sagen, dass es wirklich sehr, sehr gut verarbeitet ist. Es ist alles komplett durchgeschweißt, es ist nicht gepunktet, es sind dicke Materialstärken verwendet worden. Wir haben überall eine vernünftige Pulverbeschichtung, also wirklich eine richtig klasse Qualität, wo man auch ein bisschen länger mit planen kann als nur 2 Jahre. Und all die Leute, die immer jahrelang gesagt haben, als Verbesserungsvorschlag, wo ist der Getränkehalter, wann kommt endlich der Getränkehalter? Dieses Gerät hat ihn. Endlich, der Getränkehalter ist da. Wir benutzen das Gerät mit unserer Stadion-Direktfarbe. Noch einmal zur Erklärung, eine Direktfarbe ist immer der Typ Farbe, der nicht mit Wasser gemischt werden muss. Also kein Konzentrat, sondern wirklich ein gebrauchsfertiges Produkt. Das kommt bei uns im 10-Liter-Kanister und wir haben vor kurzem den Test in Bremen gemacht. Und wir haben mit dem Rollmarkierungswagen auch exakt 10 Liter für ein Großfeld gebraucht. Das passt also sehr gut. Ich fülle jetzt die Farbe einfach mal ein. Dabei achte ich schon mal drauf, dass ich zumindest die hintere Rolle schon mal ein bisschen mit Farbe benetze. Was zu beachten ist bei den Rollmarkierungswagen, dass man natürlich erstmal 3 bis 5 Meter braucht, bis sich alle Rollen gleichmäßig mit Farbe benetzt haben. Und danach habe ich dann den gewünschten Auftrag und kann direkt loslegen und mein komplettes Feld markieren. Eine weitere Besonderheit bei dieser Art von Maschine ist, dass ich von der Geschwindigkeit komplett unabhängig bin. Bei einem batteriebetriebenen Gerät würde ich durch eine sehr langsame Schrittgeschwindigkeit einfach in dem Bereich mehr Farbe ausbringen. Wenn ich ein Gerät habe, was über die Rotation der Achse den Druck aufbaut, brauche ich wiederum eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, um vernünftig sprühen zu können. Und der Rollmarkierungswagen ist tatsächlich das einzige Gerät, was völlig unabhängig von der Geschwindigkeit immer die gleiche Farbmenge ausbringt.
Egal, ob ich schnell gehe oder langsam gehe, weil die Ausbringung der Farbmenge nur durch die Rotation der Rolle bzw. Übertragungsrolle bestimmt wird. Das ist auch ein Grund, warum diese Geräte tatsächlich in der Premier League noch immer eine relativ große Rolle spielen. So, wir haben die Linie jetzt gezeichnet und was man, finde ich, wunderbar sieht, ist, wie wichtig es ist, eine Schnur zu spannen. Weil tatsächlich nur so kann die Linie richtig gerade werden. Das Ergebnis grundsätzlich von der Weißkraft her finde ich spektakulär. Es ist jetzt einmal markiert worden in die Richtung und vorher war wirklich nichts. Es ist keine Nachmarkierung, sondern es ist eine Erstmarkierung. Was auch der Linie optisch hilft, ist die Breite. Das heißt, die vorgeschriebenen 12 cm erreichen wir mit diesem Rollmarkierungswagen. Und da muss ich wirklich darauf hinweisen, die meisten Rollmarkierungswagen in Deutschland, beziehungsweise eigentlich alle, die ich bislang finden konnte, die machen nur eine 10 cm breite Linie. Und wir haben das einzige Gerät, was meines Wissens nach die 12 cm breite Linie macht. Einmal zur Erklärung, 10 cm, 12 cm. Jahrelang waren die 10 cm tatsächlich der Standard, das war aber gegeben durch die Tore. Das heißt, die Linie muss so breit sein wie der Torpfosten. Jetzt ist genau dieser Punkt sehr wahrscheinlich in der Bundesliga viel wichtiger, wo wir von Torlinientechnik sprechen und Millimeterentscheidung. Aber gerade wenn man sich ein neues Gerät anschafft, in dem Augenblick kann man auch darauf achten, dass man den aktuellen Standard auch wirklich trifft. Ich hoffe sehr, dass euch unser Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Den Link zum Online-Shop und zu den vorgestellten Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer Björn.